Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch hier von der Insel Koh Samui. Hinter mir ist die Insel Koh Phangan. Ich bin heute mal nicht zu Hause, um dort die Filme zu machen, sondern ich bin gut 400 Meter höher hier. Ich wohne da unten. So, unser heutiges Thema ist ja Auswandern nach Thailand, Teil 3, die heiße Phase. Ich habe jetzt einige Besucher gehabt hier und einige von denen, die waren auch Frührentner und die wollten hier nach Thailand auswandern. Und da kam mir sofort der Gedanke hoch, hallo, wir haben ab dem 31.10. ja hier die Verordnung, dass für Rentnervisum eine Krankenversicherung gefordert ist. Und ich weiß auch, dass einige Krankenkassen einige Rentner nicht versichern wollen, weil sie so viele Krankheiten haben und hatten, dass sie also ein Problem haben, das Visum zu bekommen. Also ihr müsst erstmal, wenn ihr richtig krank gewesen seid und noch seid, Krebs und wer weiß, was es da nicht alles gibt, dann müsst ihr euch erstmal da sicher drüber sein, dass eine der Krankenkasse, die von der Immigration in Deutschland zugelassen ist, auch euch versichert. Ich musste ja hier nochmal einen Test machen, beziehungsweise ich war einige Stunden im Krankenhaus, musste 300 € dafür bezahlen. Die haben mir auf den Kopf gestellt und ich habe ja mit Bluthochdruck und Cholesterin. Und dann haben sie gesehen, ich habe da irgendetwas, der Säuregehalt ja im Urin ist so hoch und daher müsste ich Arthritis bekommen. Hat keiner bei uns in der Familie, aber die haben die sofort ausgeschlossen, die Versicherung. Und dann kann es aber auch vorkommen, dass man so viel hat, dass man keinen Versicherungsschutz bekommt. Und dann bekommt man kein Visum in Deutschland, also auch hier nicht. Also das ist erstmal wichtig, dass ihr euch da den Rücken frei macht. Also erstmal die Botschaft, fragen, welche Versicherungen sind zulässig für das Visum. So, dann nehmt ihr Kontakt auf mit dieser Krankenversicherung. Dann müsst ihr hundertprozentig zum Krankenhaus. Ihr werdet getestet. Diese Unterlagen gehen dann wieder zur Krankenversicherung. Das gucken sich dann auch wieder Ärzte an und dann schließen die alles aus, was ihr hattet bisher. Oder ihr bekommt ja keine Versicherung. Dann könnt ihr das Ganze schon abblasen. Dann gibt es kein Thailand. Das ist das Schlimmste. So. Wenn die Krankenversicherung Ja gesagt hat und ihr habt die Unterlagen da, dann wisst ihr, okay, der schwierigste Teil habt ihr eigentlich jetzt erfüllt. Und jetzt müssen wir noch die anderen Unterlagen zusammenbringen. Das ist, glaube ich, das polizeiliche Führungszeugnis. Ihr müsst einen Lebenslauf vorzeigen. So war es jedenfalls bei mir. Und noch die anderen Dinge. Wenn ihr eure Unterlagen abgebt an die Botschaft, da würde ich vorschlagen, dass ihr die ganzen Unterlagen zu einer Firma schickt, die denn das Visum für euch bei der Botschaft in Berlin zum Beispiel macht. Da bringe ich jetzt hier unten drunter die Adresse, die E-Mail-Adresse. Das hat damals mit denen wunderbar geklappt. Die kriegen das auch in 3 Tagen hin, da muss man eben halt nur ein bisschen mehr bezahlen. Ja, wenn ihr das Visum bekommt, dann habt ihr 3 Monate nur Zeit, Deutschland zu verlassen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann verfällt das Visum wieder. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst also genau zeitlich das jetzt takten. Kann ich mein Haus verkaufen? Kann ich die Wohnung kündigen? Das muss also in den 3 Monaten drin sein. Da müsst ihr euch drüber im Klaren sein. So, wenn ihr das jetzt so terminmäßig auf die Reihe bekommen habt, dann läuft das Ganze folgendermaßen ab. Dann würde ich an eurer Stelle nochmal mit der Rentenanstalt Kontakt aufnehmen, ob alle Unterlagen okay sind, die haben. Vor allen Dingen in dem Fall, wenn ihr also hier seid und ihr wollt eure Rente beantragen. Das war zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe ja schon mit 59 aufhören dürfen zu arbeiten. Ich hatte eine gute Abfindung, davon habe ich gelebt. Mit 63 habe ich dann meine Rente beantragt. Das habe ich aber von hier gemacht. Da wusste ich aber schon, dass alle Rentenpapiere okay sind. So, dann könnt ihr eure Wohnung kündigen. Ihr habt ja normalerweise eine Kündigungszeit von 3 Monaten.
Dann müsst ihr schauen, dass ihr jemanden findet, wo ihr Vertrauen zu habt, dass ihr von hier aus mit demjenigen in Kontakt treten könnt. Und das habe ich damals zum Beispiel mit Skype gemacht, mit meinen Eltern, habe auf dem Computer Skype installiert, habe mit denen das ein paar Mal dann auch geübt. Ich habe das von meiner deutschen Wohnung zu denen geübt, habe ich sehr oft mit denen geskypt. Was ihr dann noch machen könnt, ihr könnt das Programm TeamViewer mit installieren. Wenn eure Eltern schon älter sind und die kommen mit dem Computer nicht klar, dann könnt ihr von hier aus auf den Computer bei denen in Deutschland zugreifen und dann eventuell einige Sachen wieder gerade biegen, dass der Computer funktioniert oder der Drucker funktioniert oder der Scanner, weil wenn ihr nämlich mal Post bekommt, da komme ich gleich noch drauf, dann ist es nämlich schön, wenn die das einscannen und euch zuschicken. Also zeigt denen auch, wie E-Mails verschickt werden nach euch, damit die soweit fit sind. Oder ihr habt eben halt Kinder, die das für euch machen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und auch für die Psyche eurer Eltern und auch für die Kinder, wenn ihr hier seid. In meinem Fall ist es so, ich habe also alle 2 oder 3 Tage habe ich mit denen Kontakt. Die wollen wissen, was ich hier mache. Und ja, ist auch für mich ein schönes Gefühl, mit denen noch immer Kontakt zu haben. Ja, wenn ihr das Visum bekommen habt, dann wisst ihr ja, in welcher Zeitspanne ihr jetzt Deutschland verlassen könnt. Dann könnt ihr also auch schon das Flugticket beantragen und ja, dann wisst ihr ja, wann es losgeht. Haus und Eigentum, das könnt ihr ja einem Anwalt bzw. einem Notar übergeben. Da solltet ihr auch gucken, dass ihr entweder mit Skype oder irgendwie auf Internetbasis mit denen E-Mail, mit denen Kontakt aufnehmen könnt, um den letzten Papierkram von hier aus noch zu machen. Ich hatte damit zum Beispiel auch mit meiner Steuerberaterin, hatte ich also auch über Skype noch Kontakt. Das könnt ihr alles von hier aus machen. Da braucht ihr nicht in Deutschland für zu sein. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich, dass ihr wahrscheinlich viele Dokumente im Laufe der Jahrzehnte zusammengesammelt habt. Da solltet ihr euch mal drüber im Klaren sein, was ist davon wichtig, was kann man wegwerfen, verbrennen. Und das andere könnt ihr ja einscannen. Da gibt es ja so Kopierläden. Und dann könnt ihr das wirklich da durchjagen. Da wird das also alles gescannt, was ihr da habt an Papiere. Und dann habt ihr das nachher auf eine SD-Karte. Habe ich auch mit den ganzen Bildern von mir gemacht, von meinen Fotoalben. Habe ich alles auf SD-Karte gebracht, dass ihr also gar kein Papier mit nachher hier bringt, weil das ja alles Gewicht ist und das kostet ja Geld mit nach hier zu bringen und dann liegt es nachher die ganzen Jahre hier nur rum und keiner braucht es. Also es ist das Einfachste, alles einscannen, was wichtig ist. Ja, und dann ist noch ein Punkt, was einige Leute versäumen, ihr müsst euch ein Hobby anschaffen. Ihr könnt nicht ein halbes Jahr oder lebenslang an der Beach rumhängen. Das wird nach ein paar Monaten auch langweilig und eure Haut tut das auch nicht gut. Ihr müsst euch ein Hobby anschaffen, vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Da kann man also sehr schnell vereinsamen, auch im Paradies. Und dann wird das gar nicht mehr das Paradies sein, wenn ihr alleine in eurer Bude hängt. Womöglich fangt ihr dann an, Alkohol zu trinken. Und so sollte es ja nicht enden. Also denk mal darüber nach, welches Hobby kann ich mir anschaffen. Ich habe mir damals das mit Drohnenfliegen angeschafft, das Hobby angeschafft. Und Filmen ist das Große. Und jetzt Informationsfilme zu machen. Ihr müsst immer am Ball bleiben, immer etwas machen, nur dass keine Langeweile aufkommt. Sonst geht man hier zugrunde. Ja, ihr habt ja auch wahrscheinlich viele Versicherungen, Hausrat, Haftpflichtversicherung, Autoversicherung. Alle die müssen ja jetzt gekündigt werden. Und normalerweise hat man ja 3 Monate Kündigungszeit. Es gibt auch welche wie, glaube ich, ADAC war 1 Jahr. Was ihr machen könnt, wenn ihr das Visum bekommen habt, könnt ihr ja eine Kopie von dem Visum bei der Kündigung dabei legen. Dann sehen die nämlich, dass ihr auch Europa verlasst. Dann habt ihr manchmal auch das Recht, vorzeitig zu kündigen, wenn er also dieses Visum dabei legt. Ich glaube in 1 oder 2 Fällen wurde es nachgefragt
Und da war das kein Problem, wie ich das nachweisen konnte, dass ich also Europa verlassen werde. So, dann schaut mal in euren Reisepass rein, wie lange ist er noch gültig. Dann würde ich euch also raten, wenn der jetzt in ein paar Jahren abläuft, direkt einen neuen zu beantragen. Dann habt ihr nämlich für die 10 Jahre hier Ruhe. Ansonsten muss das nämlich alles über die Botschaft in Bangkok geschehen und je an dem, wo ihr wohnt, dann ist Bangkok sehr weit weg. Und in dem Fall habt ihr nämlich dann 10 Jahre erstmal Ruhe. Dazu kommt noch, ihr müsst auch einen internationalen Führerschein beantragen, der hier für Thailand gültig ist. Dann habt ihr erstmal auch da Ruhe. Aber langfristig gesehen müsst ihr einen thailändischen Führerschein machen. Soviel ich gehört habe, muss man jetzt hier auch Multiple-Choice-Test machen. Man muss auch mit dem Auto fahren. Aber da hat man ja eine Übergangszeit, ich glaube von 1 oder 2 Monate. Dann könnt ihr schon mal probieren, auf der linken Seite zu fahren und dann euch eben halt für die Führerscheinprüfung anzumelden. So, dann müsst ihr gucken, dass eure Post ja eine neue Adresse bekommt. Da gibt es ja ein Formular, da wird die Post zum Beispiel zu euren Kindern geschickt oder auch in meinem Fall zu meinen Eltern habe ich die schicken lassen. Ansonsten alle mitteilen, dass ihr also nicht mehr zu erreichen seid. Und wenn was Wichtiges sein sollte, dann geht das, wie schon gesagt, zu euren Kindern oder zu euren Eltern und die können das dann einscannen und euch dann per E-Mail dann zuschicken. Das hat wunderbar die ganzen Jahre hier funktioniert. Wenn ihr also Rente bekommt, kommt das ja auf euer Konto und wie ich gehört habe, einige Banken lassen es also nicht zu, das Bankkonto weiter zu behalten, wenn ihr euch abmeldet in Deutschland und also keine deutsche Adresse habt. Ich habe das also so gemacht mit der Commerzbank. Die haben die Adresse von meinen Eltern bekommen, die haben da die ganze Post hingeschickt. Die wussten zwar, ich habe mit meinem Sachbearbeiter gesprochen, dass ich nach Thailand ziehe. Postanschrift war in dem Fall eben halt meine Eltern, die Adresse von meinen Eltern. Die haben dann alles soweit gescannt und mir dann zugeschickt. Die Rente wird auch auf mein deutsches Konto überwiesen. Und ich überweise das von hier aus mit Transferwise. Innerhalb von 5 Stunden habe ich das Geld hier auf meinem thailändischen Konto. Ja, wenn ihr wisst, wann es losgeht, dann könnt ihr auch eurer Rentenanstalt mitteilen, dass ihr jetzt Deutschland verlasst. Ihr könnt zwar die Adresse angeben von eurem Ressort in Thailand, aber ich habe das, wie gesagt, die Adresse von meinen Eltern angegeben, habe denen meine Adresse damals mitgeteilt und manchmal bekomme ich auch von denen Post, Werbeunterlagen oder sowas, das kommt dann nach hier. Ich weiß nicht, wie die das splitten, wie die so jetzt zu meinen Eltern und einmal dann nach hier, aber da habe ich also gar kein Problem. Ja, dann ist noch der Fall der Gesundheit. Ich gehe davon aus, ihr benötigt auch Tabletten. Ich habe, wie ich schon mehrfach sagte, Bluthochdruck und Cholesterin. Da bringt ihr also die ganzen Beipackzettel von euren Medikamenten mit nach hier. Ihr könnt entweder direkt in die Pharmazie reingehen und die gucken, welche Inhaltsstoffe sind da drin und welches Vergleichspräparat können sie dann euch anbieten. Oder ihr geht ins Krankenhaus und redet dort mit einem Arzt. Das kostet durchweg 1000 Baht. Und dann guckt der dann, welche Medikamente für euch relevant sind. Und dann könnt ihr demnächst hier in einer Pharmazie eure Medikamente abholen. Oder wenn ihr Verschreibungspflichtige habt, also die auch hier verschreibungspflichtig sind, dann müsst ihr sowieso immer zum Arzt gehen und der schreibt dann das Medikament dann aus und dann geht ihr damit zur Pharmazie und dann bekommt ihr dann hier. Ja, in den letzten Monaten habt ihr dann den Hausstand verkauft. Da habe ich vieles bei eBay verkauft und alles das, was nicht weggegangen ist, da habe ich einen Termin beim Sperrmüll ausgemacht und dann habe ich dann alles rausgestellt und das war ratzfatz sehr schnell weg. Ansonsten holt der Sperrmüll das dann ab und da habt ihr also praktisch die letzten Dinge, die noch in Deutschland waren, die sind dann weg und ihr habt dann nur noch euer Koffer.
Ja, ihr habt ja bestimmt auch Dinge, die ihr hier in Thailand haben wollt. Da hatte ich ja im Teil 2 ja euch darauf hingewiesen, ihr solltet hier zum Postamt gehen, um da die Anschrift von denen rauszubekommen. Dann könnt ihr 3 Wochen vor Abreisetermin dann alles nach hier schicken. Das kommt dann auch dort an. Sollte etwas nicht ankommen, das war ja bei mir auch 2 Pakete, dann ist es meistens im Zollamt. Und wenn ihr den Barcode noch dabei habt, dann können die das nachkontrollieren und dann müsst ihr eben halt zum Zollamt gehen und dann wird das in deren Gegenwart geöffnet und dann müsst ihr dementsprechend, was da drin ist, eben halt Zoll bezahlen. Ich hatte damals meine 2 Drohnen drin, das war aber kein Thema, vor allen Dingen, weil ich mit einem Thai dahin gekommen bin und die Verständigung klappt dann wunderbar. Also die machen hier keine Schwierigkeiten diesbezüglich. Ja, ihr könnt euch direkt in Deutschland abmelden. Ihr könnt nun zum Einwohnermeldeamt gehen und euch dort abmelden. Ich habe das nach, glaube ich, 1,5 Jahre gemacht. Da bin ich nochmal nach Deutschland zurückgeflogen und habe mich dann endgültig dort abgemeldet. Die fragen zwar einem, hast du noch eine Adresse in Thailand? Ich glaube, ich habe die damals gegeben von dem Ressort. Aber die haben sonst nichts mehr von mir, um mich zu erreichen. Wieso auch? Ihr könnt die Abmeldebescheinigung, die Kopie davon auch direkt zum Finanzamt schicken, damit die auch Bescheid wissen. Sie brauchen euch nicht zu suchen, ihr habt Europa verlassen. Wichtig ist, dass ihr Europa verlassen habt, dann seid ihr also auf einem anderen Planeten so ungefähr. Ich habe auch manche haben geschrieben, dass sie ein Schreiben von Berlin bekommen haben, von Brandenburg, vom Finanzamt. Ich habe alles nichts bekommen. Woher auch? Die wissen noch gar nicht mehr, wo ich bin. Meine Rente wird auf mein Konto eingezahlt. Ich weiß, dass ich also nicht steuerpflichtig bin. Und wenn, dann würden die sich schon da reinhaken. Der deutsche Staat, da bezahle ich keine Krankenkasse mehr. Wenn ihr euch abgemeldet habt, dann seid ihr also, die Krankenkasse fällt dann weg. Auch die Pflegeversicherung, das sind ja glaube ich 2,5% Krankenkasse und 2,9% war es damals. Die Pflegeversicherung, das braucht ihr dann nicht zu zahlen. Ihr habt ja dann, wenn ihr hier seid, über euer Visum ja auch eine Krankenversicherung, das darf man ja nicht vergessen. Und damit lebe wohl Deutschland. Das war's denn eigentlich. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Wenn ich was vergessen haben sollte, könnt ihr gerne, die auch ausgewandert sind, hier unten in den Kommentaren noch einen Beitrag geben dazu. Wenn mir was einfällt, werde ich das unter der Bemerkung, unter dem Film noch nachtragen, weil manchmal fällt einem etwas später noch was ein, was wichtig sein könnte oder hilfreich sein könnte. Ansonsten wäre es das. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Teil 4 mache. Ja, und wenn ihr alles erfüllt habt, dann kommt ihr nachher in den wunderbaren Thailand. Ja, es ist hier lebenswert. Ihr müsst euch im Klaren sein, dass der thailändische Staat keinen Wert auf euch legt, aber auf euer Geld. Ihr seid geduldet hier. Ich gebe euch den Rat, haltet euch politisch zurück. Auch gesellschaftlich nicht so in den Vordergrund euch stellen. Mit dem einzelnen Thai kommt man hier wunderbar aus. Wir bringen ja schließlich unsere Rente mit nach hier und geben die hier aus, das vergessen die nicht. Aber ansonsten ist es nicht einfach. Also hier immer die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, die ganzen Papiere und alle 3 Monate sich beim Einwohnermelder, nicht bei Immigration wieder zu melden, dass man noch hier ist schon eine Schikane, weil es in anderen Ländern geht es eben halt anders, einfacher. Nur einmal im Jahr Visum beantragen oder die Aufenthaltsgenehmigung und das war's. Das ist eben halt hier in Thailand nicht. Aber ich liebe dieses Land, das Land und auch die Menschen und daher sehe ich das nicht als große Hindernis an und bin super zufrieden. So, das sollen jetzt die letzten Worte sein dazu und ich verabschiede mich und vielleicht können wir uns hier wiedersehen, wenn ihr nach Koh Samui kommt und all meine Ratschläge befolgt habt, da können wir gerne zum Kaffee bei mir vorbeikommen. Okay, auf Wiedersehen, tschüss.